Bayer Leverkusen startet mit diesem Spiel auf höchster europäischer Vereinsbühne. Dieser Wettbewerb, der dauert ja ungefähr 10 Monate. Jedes Team hat die Möglichkeit, hier weit zu kommen. Umso wichtiger ist genau dieses Auftaktspiel, um mit einem guten Gefühl auch in die nächsten Partien gehen zu können. Genießen wir gemeinsam, liebe Zuschauer, den Auftakt zur neuen Saison. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Dieses Jahr soll ja der Wettbewerb noch ein Stück gigantischer, noch ein Stück besser werden. Wir sind sehr gespannt darauf. Ja, diese große Europatournee ist wirklich ein tolles Erlebnis für alle Fußballfans. Gänsehautfeeling und Nervenflattern inklusive. Was aber auch ganz normal ist, da die Teams am Anfang ja, wenn möglich, gleich richtig gut in die Spur kommen wollen. Wahrscheinlich haben beide Trainer ihre Mannschaften noch einmal daran erinnert, dass es darum geht, das große Ziel fest im Blick zu behalten und sich nicht zu sehr vom ganzen Umfeld ablenken zu lassen. Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Ja, und das Spiel hier, das ist schon im vollen Gange. Der kommt weit nach vorn. Tah. Bayer Leverkusen hat bisher größere Spielanteile, aber es ist noch zu früh, um mehr zu sagen. Nutze die Chance. Klasse Aktion vom Keeper. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihnen das Risiko fehlt, aber so gnadenlos viel machen sie nicht aus ihrem Ballbesitz. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flügel. Und ab die wilde Fahrt. Fosu-Mensah. Ja, jetzt muss er mal zeigen, was er drauf hat. Bellarabi. Auf dem Torkonto beider Mannschaften herrscht noch immer gähnende Leere. Ab auf die Flanke. Und der Pass, das wird eine Torchance. Er bringt das Ding. Er springt hoch zum Kopfball. Es fehlten nur Millimeter zum Tor. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Einfach mal rausgedonnert. Er hat ihn auf den Fuß. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Tah mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Schönes Ding. Erstmal raus mit dem Ding.
Na denn, weiterhin 0:0. Wir warten sehnlichst auf irgendetwas im Strafraum. Bellarabi hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Die regeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. 0:0 zur Pause. So richtig weit sind wir nicht gekommen mit Toren. Ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer, Sie haben noch nicht viel von der zweiten Hälfte verpasst. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Schön weitergespielt. Er bringt die Flanke. Sie müssen hier mehr machen. Es waren ja genug Leute im Strafraum. Aber die Flanke, die kam nicht gut genug. Und der Pass nach hinten. Er trifft ihn. Sah gar nicht so schlecht aus, war aber dann doch kein wirklich so glorreicher Schuss. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Und weg das Ding. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Der Trainer hat gut erkannt, dass man so einem keinen Raum und keine Zeit geben darf. Sonst entfaltet der seine volle Wirkung. Zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Und er ist zur Stelle. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Diaby. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Diaby. Macht er den? Das ist die Freunde. Was ist denn hier los? Der Ball ist drin. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Bayer Leverkusen geht in Führung 1:0. Na endlich, und ich bin ganz sicher, jetzt wird dieses Spiel ein ganz anderes sein. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ab auf die Außen. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen. Vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal,
wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Diaby. Starker Pass und... Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Das ist nicht mehr regelkonform, das muss Freistoß geben. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Bayer Leverkusen muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Die ersten 3 Punkte hat man in der Tasche. Nach diesem großartigen Spiel ist in dieser Saison einiges von Ihnen zu erwarten. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Traumstart. Jetzt kann man nur hoffen, dass Sie nach diesem Erfolgserlebnis so etwas mitnehmen wie einen Psychoschub für die nächsten Spiele.